Moin Leute, Zils am Apparat. Ich bin heute hier beim Green Team und habe den Felix bei mir und wir wollen uns mal austauschen darüber, wie denn ein Auto sehen kann, also gerade das Driverless. Das wird unser Thema heute sein und ich bin mal gespannt, was wir zu dem Thema lernen werden. Die erste Frage, Formless hin Driverless. Ne? Ist ein Auto, das ohne Fahrer fährt. Ich meine, man könnte das Auto jetzt hinstellen, einfach geradeaus irgendwie fahren lassen, mit Lenkrad gerade eingeschlagen, aber das funktioniert ja so nicht in der Rennstrecke. Das Auto muss ja dementsprechend irgendwie die Strecke erkennen können. Und da wäre meine Frage einfach, wie kann denn ein Auto überhaupt, oder wie kann man überhaupt die Umgebung erfassen? Gut, ich würde dazu erstmal sagen, dass die Rahmenbedingungen für das Ganze sind, also die Strecke, dass auf der linken Seite eine Fahrbahnhütchen steht, auf der rechten Seite eine andere. Das sind so Grundvoraussetzungen, dass so auf unserem Niveau das Ganze funktionieren kann. Es gibt verschiedene Sensoren, die man einsetzen kann fürs Driverless. Das sind zum einen hier der LiDAR und es gibt Kameras. Des Weiteren, die jetzt leider nicht auf dem Tisch liegen, wären Radarsensoren oder Ultraschallsensoren, wie man es aus dem Auto kennt vielleicht. Also das heißt, wir haben dann jetzt 4 verschiedene Arten von Sensoren und ich meine, wir haben jetzt hier ein LiDAR liegen und Kameras liegen. Warum haben wir jetzt hier kein Radar oder Ultraschall? Okay, Ultraschall kennt man vielleicht aus einem ganz normalen Auto, Rückfahrkamera. Nee, Ja, Parkassistenten. Parkassistent, ja, keine Kamera. Genau, die sind zwar gemacht für, sag ich mal, gute 5 Meter, können die Distanz zu einem beliebigen Objekt sehr gut erfassen und auswerten, aber die Position, wo es sich tatsächlich befindet, das kann es zum Beispiel nicht. Also im Prinzip, du hast einen Sensor, der gibt mir die Rückmeldung und sagt, okay, ich blink als Sensor an sich, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, wo in meinem Feld. Okay, gut. Ja. Also deswegen, weil man jetzt nicht genau zuordnen kann oder beziehungsweise muss dann der Gegenstand, der erfasst wird von einem Ultraschall, muss der auch gewisse Eigenschaften haben? Nee, ich glaube nicht tatsächlich, weil du kannst auch jeglichen Grashalm damit erfassen. Ah, okay. Ja so gut, das ist dann natürlich, wie beim Auto. das ist dann schon mal gut. Ja. Aber ich glaube, das führt wahrscheinlich auch zu dem Punkt, warum wir jetzt kein Radar hier haben. Genau. Radar ist ähnlich wie die Funktionsweise vom LiDAR. Funktioniert fast gleich, nur nutzt das Radar halt Radarwellen anstatt Lichtwellen. Und das Bild, was dabei rauskommt, ist sehr verwaschen. Im Gegensatz zu dem, was der LiDAR erfasst. Und dadurch, ja. Also mal ganz kurz gefragt, beim Radar, also du hast gerade gesagt, es verwendet Radarwellen, das sind elektromagnetische Wellen. Ja. Okay. Das halt heißt, im anderen Spektralbereich. Genau. Aber das heißt, letzten Endes kann ich dann mit einem Radar auch nur Dinge erfassen, die mit elektromagnetischen Wellen interagieren können. Richtig. Und demnach, da wir nach unseren Hütchen schauen wollen, die sich wiederum nicht sehr gut mit Radar erfassen lassen, hat mir mal ein Alumni gesagt. Deswegen, tatsächlich, die sind aus Plastik. Ja. Und weil Plastik halt kein Stoff ist, der mit elektromagnetischen Wellen interagieren kann, ist der dann für einen Radar praktisch unsichtbar. So, aber jetzt haben wir ja trotzdem noch Sensoren hier liegen. Wir haben Kameras und einen LiDAR. Ich meine, fangen wir mal mit den Kameras an. Die sind recht offensichtlich, Ja. weil... Okay. Ganz einfaches Prinzip. Ich bekomme hier mein Licht, sage ich mal, von der Umgebung auf meinen Sensor und der Sensor erzeugt ein 2D-Bild. Super einfaches Prinzip, nur ich habe keine tiefen Informationen. Das Gute ist, ich habe ein Farbbild, ich kann Farben verwerten, ich kann, je nachdem wie man sein Setup wählt, ob man jetzt 1, 2, 3, 4 Kameras wählt, auch, sage ich mal, eine Tiefenschätzung machen, indem man die beiden Bilder verrechnet. Das ist halt so ein Thema Stereo Vision.
Und ja, was auch gut mit den Kameras geht, ist das Nutzen von künstlicher Intelligenz. Sprich, ich kann ein neuronales Netz trainieren, das mir genau diese Hütchen auf meinem Bild raussucht. Und dann kann es mir sagen, wo im Bild sich dann meine Hütchen befinden. Genau, Stichwort Farbinformation auch. Die Hütchen, die wir ja auf der Formula Student Driverless haben, die sind ja unterschiedlich farbig für linke Streckenbegrenzung und rechte Streckenbegrenzung. Genau. Das heißt, warte mal, hilf mir nochmal kurz. Was ist nochmal links und was ist nochmal rechts? Links ist blau und rechts ist gelb. Okay, gut. Ja, das weiß ich nicht so genau. Ich weiß nur, es gibt blaue und gelbe. Und es gibt orange, aber... Ja gut, die sind dann nochmal für so Startziel. Sondersachen wie Startziel oder so. Ja. Okay, gut. Also die Kamera. Das heißt, wir haben neuronale Netze, die dann die Bilder verarbeiten können. Ja. Und die müssen aber klar auch irgendwoher wissen, wie sie was überhaupt erkennen können. Also Stichwort Training, dass man halt sagt, okay, man gibt den Kameras schon Bilder und sagt, guck mal, wenn du sowas siehst, dann rahmst du das ein oder beziehungsweise markierst du das, oder? Wie ja, das ist, es ist jetzt, wie trainiert man ein neuronales Netz? So, man hatte, sage ich mal, 3 verschiedene Bildersets von aber Tausenden, Zehntausenden von Bildern. Ich habe ein Set zum Trainieren, die alle gelabelt sind. Also, das heißt, man nimmt von Hand, rahmt die ein und sagt, okay, das ist mein Objekt 1 mit, sage ich mal, gelben Hütchen. Und Objekt 2 mit blauen Hütchen. So. Dann lässt man da halt seine Software laufen, die das dann halt mit Gewichten und was auch immer verrechnet. Dann gibt es noch den Datensatz zum Validieren. Die sind wiederum auch gelabelt, um einfach und aber unterschiedlich zu den Testdaten, zu den Trainingsdaten, um, sage ich mal, rauszufinden, wie gut denn dein neuronales Netz arbeitet. Also, wie muss ich das dann jetzt verstehen? Ich habe jetzt meinetwegen ein Bild, so ein Trainingsbild, wo ich halt meine blauen und gelben Hütchen richtig markiert habe. Genau. Und dann ist das Testbild oder das Prüfbild, sage ich mal, eins, wo es dann falsch markiert ist? Oder? Nee, genau gleich. Genau Nur gleich. halt eins, das es nicht kennt. Und dann kannst du das Netz über das Bild laufen lassen. Das markiert natürlich dann dein Hütchen. Und du hast dann tatsächlich dein Referenzbild, wie es denn tatsächlich sein sollte. Und dann danach kannst du, sag ich mal, schauen, wie gut es dann tatsächlich ist. Okay. Und zum Schluss gibt es noch den Testdatensatz, wo es tatsächlich keine Labeled Images hat. Also das heißt dann, also so wie ich mir das jetzt vorstelle, ist das dann auch ein sehr rechenintensives Thema. Da braucht man sehr viel Rechenpower, ja. Okay. Gut, also jetzt wissen wir, wie man mit Kameras das Ganze realisiert. Wie gesagt, dann Stereokamera. Ich meine, man kennt es ja dann von VR meinetwegen schon, wenn du dann so diese beiden Bilder hast, die so leicht versetzt sind und dann entsteht daraus so eine gewisse Tiefenwirkung. Ja. Das haben wir dann hier wahrscheinlich auch. Solange man mindestens 2 Kameras und einen Stereo-Image-Prozessor nutzt, was auch immer. Ansonsten hat man nur ein 2D-Bild. Okay. Ohne Tiefenwirkung. Genau, gut, ja, klar, man muss das schon mechanisch logischerweise berücksichtigen, dass man das sieht. Okay, gut, jetzt haben wir aber hier noch einen LiDAR. Genau. Wofür steht ein LiDAR eigentlich überhaupt? Light oder Laser? Gute Frage. Okay, also wir sehen das jetzt hier eingeblendet. Das ist eigentlich schon bitter, aber okay. Ja, gut, man kann nicht alles wissen. Ja, das sollte man vielleicht wissen. Egal. Gut. Vielleicht schneiden wir die Sequenz jetzt auch kurz raus. Gut, wir haben hier einen LiDAR. Der, sage ich mal ganz grob, entsendet Licht in linienförmiger Form und dreht sich. Okay, das heißt, er hat einen Laser, der quasi so eine Linie von oben nach unten? Oder? Ja, ein Laser wird aufgesplittet, dass du aus einem Lichtpunkt, sage ich mal, 64 Stück kriegst in vertikaler Ausrichtung. Und dann gibt es einen drehenden Spiegel und der dreht sich dann und dann kannst du im Prinzip deine Umgebung 360 Grad mit 64
Bildpunkten dann. Ja, genau. Okay, gut, das heißt, man hat dann letzten Endes so ein, man muss sich das dann praktisch vorstellen, wie man hat dann eine Punktewolke, Genau. auf der man dann erkennen kann, okay, dieser Punkt ist genau so weit entfernt und der andere Punkt ist genau so weit entfernt. Und ist das die einzige Möglichkeit, wie ein LiDAR aufgebaut sein kann, oder geht es auch anders? Es gibt auch, sage ich mal, ähnlich aufgebaute LiDAR, die wie eine Kamera funktionieren. Die haben dann natürlich auch einen Laser, der aufgesplittet wird. Aber es gibt die Solid State LiDAR und die True Solid State. Okay. Also beim Solid State weiß ich nicht. Solid State steht ja dafür, dass sich nichts bewegt. Leider machen das die Solid State LiDAR. Also die haben immer noch so einen kleinen Spiegel, aber der, anstatt dass er rotiert, kommt ein Laserlicht von der Seite und der dreht sich dann halt so. Der kippt nur noch, anstatt dass er dreht. Dass er sich komplett rumdreht, macht er dann quasi, dass er dann nur noch das hier dann quasi macht. Genau. Und der True Solid State LiDAR, der hat tatsächlich dann aus einem Laserlicht eine Punktmatrix, oder beziehungsweise du schickst schon ein Panel von Laserlichtstrahlen in so einen Splitter und dann kriegst du halt so viele Datenpunkte, die dann auch wieder auf einem Bildsensor landen. Also wieder zurückkommen auf einem Bildsensor landen. Okay. Genau, jetzt habe ich mal gehört, wenn ich einen Laser habe, der auf ein Objekt auftrifft, dass er dann die Eigenschaft hat, wenn er auf einen Gegenstand auftrifft und zurückkommt, dass er dann nicht mit der identischen Wellenlänge wieder zurückkommt. Sprich, man kann dann letzten Endes sogar auch gewisse Farbunterschiede vielleicht sogar wahrnehmen, oder? Ja, also man kann, manche LiDAR-Hersteller unterstützen so eine Funktion, sage ich mal, dass du auch Farbinformationen bekommst, aber die ist meist nie so genau. Also, aber das heißt, wir können dann theoretisch, wenn wir jetzt die Verbindung aus Kamera und LiDAR nehmen, und Blau und Gelb, das sind ja doch schon recht stark unterschiedliche Farben. Das heißt, man kann dann sagen, okay, wir haben jetzt vom LiDAR her so diese Informationen, das könnten eventuell blaue sein, das könnten eventuell gelbe sein, und das dann kombiniert mit den Bilddaten, wo es dann eindeutig ist, welche Farbe was hat. Ja, jetzt stell dir aber vor, du hast zwei blaue und siehst mit der Kamera oder erkennst mit der Kamera zwei blaue und mit dem LiDAR zwei blaue. Aber welcher blaue ist jetzt welcher? Ja, okay, gut, das ist natürlich Deswegen, ein Punkt. Wie löst man das? Man kann das lösen, indem man tatsächlich die Punktwolke, oder im Prinzip die bearbeitete Punktwolke, in das 2D-Bild der Kamera projiziert. Und dann hat man im Prinzip, sage ich mal, deine Punkte, die du für dein Hütchen erfasst hast, auf, sag ich mal, in der Nähe von deinem Hütchen, was du in deinem Bild hast. Und dann musst du tatsächlich nur noch an der Stelle prüfen, ob dein Hütchen jetzt gelb, blau oder ob es überhaupt ein Hütchen ist. Okay, das heißt, ich weiß dann aus dieser Sensorfusion, ich habe da ein Hütchen offensichtlich wegen der Entfernung und wegen der, meinetwegen auch Form, wenn man das so genau erkennen kann. Und dann gehst du wieder in das Bild rein und guckst dann, okay, was ist denn da für eine Farbe dann vorne? Ja, genau. Oder ist es tatsächlich ein Hütchen? Kann auch sein, dass es irgendwas anderes dreieckförmiges ist. Kann ja sein. Ja. Ja. Aber spannend auf jeden Fall. Also, dass wir dann so die verschiedenen Arten haben. Ich denke, wir haben bestimmt auch irgendwelche Videosequenzen oder Bilder, wo man dann mal sehen kann, wie das dann eigentlich dann aussieht, wenn man dann so markierte Bilder hat oder so Punktewolken hat und so. Genau. Und jetzt dann noch vielleicht eine letzte Frage. Also ich meine, es ist unheimlich aufwendig, hast du gesagt, gerade mit den Bildern, wenn man das so aufnehmen möchte oder beziehungsweise verarbeiten möchte. Gut, Radar und Ultraschall, das lassen wir jetzt mal außen vor, weil, wie gesagt, es nicht so arg viel bringt. Aber noch ein LiDAR. Jetzt ist die Frage, wie aufwendig ist das, oder beziehungsweise wie schnell kann man das berechnen, oder vielleicht auch anders gefragt, was ist eigentlich wichtiger? Ja, gut. Zu der Frage, wie schnell man sowas verarbeiten kann. Ich sag mal, die Kamera liefert Datenbilder konstant mit einer Auflösung von beliebig. Ja, Full HD, 4K, je nachdem, wie man es halt auflösen möchte. Dein neuronales Netz macht es kleiner. Okay. Und Hauptmerkmal an der Geschwindigkeit von der Kamera ist halt das neuronale Netz.
je nachdem wie performant es ist. Ja, da nimmt man hauptsächlich eigentlich das YOLO-Netzwerk. YOLO? Ja, das heißt You Only Look Once. Ah, okay. Ja, also es reicht ein Bild, um tatsächlich eine Iteration über das Bild, um das neuronale Netz anzuwenden. Das ist stark abhängig davon, welches man nimmt. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ist natürlich das neueste und schnellste und vielleicht auch performanteste. Ja, da kommt man ganz drauf an, wie groß du dein YOLO-Netzwerk wählst. Sag ich mal, zwischen 10 und 50 Millisekunden. Je nachdem. Okay, das heißt dann bei 10 Millisekunden, dann könnte ich 100 Mal pro Sekunde mir ein Bild dann anschauen, oder beziehungsweise die Bilder dann halt anschauen, um dann quasi auch mit der Veränderung, weil ich erfahre, dann sehe ich, okay, jetzt ist so, dass ich dann weiß, okay, so muss ich dann fahren. Zum Beispiel. Okay. Ja. Und ich meine, gut, wenn ich jetzt halt natürlich sage, ich möchte möglichst schnell fahren, dann brauche ich ja logischerweise wahrscheinlich auch eine hohe Bearbeitungsfrequenz, oder? Ja, also das schadet nie. Je schneller die ganze Datenpipeline ist, desto schneller kann man, sage ich mal, auch reagieren. Ja, aber man muss auch bedenken, wie viel möchte man sehen, wie weit möchte man sehen und schafft man das auch alles in der Zeit zu verarbeiten. Natürlich, wenn ein Bild größer wird, musst du auch mehr bearbeiten und dementsprechend ist es davon auch abhängig. Okay. Nur ob man jetzt tatsächlich 40 Meter weit sehen möchte, um halt die ganze Gerade zu sehen, oder ob man vielleicht doch ein Field of View von 160 Grad haben möchte, um tatsächlich jedes Hütchen in der Kurve zu sehen. Das muss man natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ja, okay. Genau, was jetzt auch vielleicht nochmal eine Frage ist, ich weiß jetzt nicht, ob du da auch dich gut genug auskennst, aber die Sensoren sind jetzt wahrscheinlich auch unterschiedlich teuer. Ja. Wenn ich jetzt überlege, ich meine, wir haben jetzt 2022, Formula 2 in Germany hat angesagt, jetzt nur noch First Year's Electric Cars with Autonomous Features. Oder beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob das dieses Jahr schon losgeht, aber es soll auf jeden Fall kommen. Und dementsprechend wird es viele Teams geben, die mit dem Thema anfangen müssen. Ja. Hast du da vielleicht ein paar Tipps, wo du sagst, okay, hey, es ist viel wichtiger oder es wäre hilfreicher, wenn man erstmal das hat oder erstmal das hat? Oder hast du da ein paar Tipps, die man geben kann? Git Clone AMZ? Nee, Spaß. Ja, ich würde sagen, inspirieren lassen von anderen Teams ist zum Beispiel auch ein großes Thema oder ein großes Ding. Karlsruhe hat zum Beispiel geschafft, nur mit LiDAR zu fahren. Manche Teams schwören auf die Kameras, so wie wir es halt letztes Jahr gemacht haben. Es ist unterschiedlich, aber preislich gesehen, sage ich mal, kommt man mit den Kameras viel besser weg als mit einem LiDAR. Ich würde sagen, dass Kamera, also pro Kamera, man grob, sage ich mal, 500 bis 1000 Euro rechnen kann und dann ab plus Objektive. Okay. Ein gutes Stichpunkt Objektive. Was haben wir jetzt hier für Objektive drauf? Ich glaube, das sind 25 mm Objektive. Die waren gedacht für, sage ich mal, nur einen kleinen Ausschnitt sehr weit in der Entfernung zu sehen. Aber dann muss man logischerweise auch hier noch natürlich dann die Einstellungen richtig treffen, dass man dann sagt, okay, Fokus und all das Ganze, dass es dann halt auch passt. Weil verschwommene Bilder kannst du ja logischerweise schlechter verarbeiten. Ja, da sage ich mal, das YOLO-Netz lässt da ein bisschen, sage ich mal, Spielraum offen, was es angeht. Es muss nicht super scharf sein. Aber ja, da lässt die Tiefenschärfe auch mit sich arbeiten. Okay. Und der LiDAR, ja, den lässt man sich sponsern. Muss man wahrscheinlich. Ja, da ist man jenseits von 10.000 Euro. Ach du meine Güte. Oder noch mehr. Also das heißt, für so ein Teil kann ich mir theoretisch auch 10 solche hier. Ja,
Aber die Frage ist, kannst du 10 solcher Kameras im Gegensatz zum LiDAR verarbeiten? Ja gut, ja, wenn du dann vielleicht 5 Rechner an Bord hast. Aber nee, okay. Also das heißt, für Teams, die sich also am Anfang damit auseinandersetzen, erstmal mit einer Kamera ausprobieren, wie weit man kommt, oder? Oder man kriegt ein gutes Sponsoring. Das ist Ja gut, ja. Aber nicht jedes Team ist, glaube ich, in der Lage, gute Sponsorings zu bekommen. Genau. Nee, also vielen Dank dir auf jeden Fall. gerne. Das war jetzt echt, wie ich fand, doch sehr aufschlussreich. Ich habe selber auch ein bisschen was gelernt. Ich hoffe, ich habe auch nicht nur Falsches erzählt. Also an alle, die auch Formula und Driverless Experten sind, schreibt mal in die Kommentare, ob er jetzt hier, ob der Felix da was grob Mist erzählt hat oder ob das alles passt. Okay. Ja, dann vielen Dank dir und genau, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Ansehen. Ich meine, wir haben jetzt gesehen, wie Autos sehen und dieses kleine Wortspiel musste ich mir jetzt mal rauslassen. Nee, genau. Danke fürs Anschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. So, wie lange haben wir denn jetzt gemacht? 23 Minuten. Hoch. Ja, das schneidest du zusammen.